herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer kleinen COP-on-Demand-Reihe, in der wir nun suchen wollen, wer ist der Mörder und wie können wir ihn entlarven. Schauen wir uns doch erstmal die Crime Scene Report im Allgemeinen an und was ist da jetzt eigentlich genau drin? Was ist des Pudels Kern? Ja, dazu würde ich die erstmal selektieren, hier gruppiert nach dem Typ. Und bekomme jetzt eine Übersicht, welche verschiedenen Verbrechen überhaupt in dieser Datenbank erfasst werden. Wir sehen hier von der Häufigkeit her, die Mordfälle sind relativ weit oben, aber die Brandstiftung spielt halt auch vorne mit. An dieser Stelle würde ich mich jetzt halt auch dran festhalten, genau, der Titel der Seite ist halt Mörder, das steckt hier oben drin, deswegen konzentrieren wir uns halt auf die Mordfälle und sehen halt, Smuggling ist einfach uninteressant. Dann würde ich aber quasi diesen Group-By-Trick nochmal anwenden und es stattdessen auf die nächste Spalte anwenden, nämlich in diesem Falle die City. Jetzt sind wir... Also ich habe hier Limit 10 gesagt, dass wir nur die ersten 10 Einträge sehen. Das heißt, hier unten geht die Tabelle natürlich noch weiter, aber die werden halt immer seltener, die Städte, die da noch auftauchen. Und ganz vorne dabei SQL City, die zufällig jetzt unser Hinweis schon durchgegeben ist. Und wir haben jetzt noch eine zweite Stadt identifiziert, die auch 9-mal auftaucht in den Daten. Das ist dieses Murfreesboro. Das kopiere ich mir schon mal weg. Um zu sehen, ist das vielleicht ein weiterer Spielort, der in diesem Rätsel, in dieser Spielwelt eine Rolle spielt. Und wenn wir jetzt hier mal genauer die Reports von Murfreesboro anschauen, dann sehen wir halt, in Murfreesboro sind halt zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Verbrechen verübt worden. Aber ich muss halt zugeben, es ist relativ zufällig. Also das heißt, es ist ein typisches Vorgehen von, wir wollen ja jetzt nicht uns alleine an den Hilfen für das Spiel entlanghangeln, sondern wir wollen einfach ein bisschen darüber hinaus schauen. Und es kommt eben auch dazu, dass ich halt hier in solchen Sackgassen feststecke und sehe, ja, kann ich jetzt keine neue Erkenntnis draus gewinnen. Aber dieser Trick halt, dass ich eine Gruppierung mache und hier halt durch diese Gruppierung halt Sachen an die Oberfläche oder an erste Stelle ziehe, das ist ein Mechanismus, der mir halt hilft, zu entscheiden, was ist in dieser Datenbank, was sind wichtige Daten. Und ja gut, was jetzt übrig bleibt, offensichtlich ist SQL City die wichtige Stadt, in der alles passiert. Also man bildet Theorien, rät halt manchmal auch falsch. Murfreesboro war eine Sackgasse und deswegen machen wir jetzt halt mit dem SQL City weiter. Das war ja auch der Hinweis, den wir von Anfang an bekommen haben. Deswegen bleiben wir mal wieder zurück beim eigentlichen Spiel und schauen uns an, was ist denn in SQL City passiert. Ja, ich habe jetzt quasi dasselbe auf SQL City angewendet, wo ich einfach geguckt habe hier, wenn ich nach Datum sortiert mir angucke, welche Verbrechen sind passiert, dann sehen wir halt, in 2017 fangen wir an, Theft, Arson, Robbery, die tauchten hier unten aber nicht wieder auf. Also das heißt, durch die Sortierung auf dem Datum habe ich auch eine Sortierung oder zumindest eine Gruppierung auf dem Typ. Also es fällt ein ganz großer Teil von dieser Datenbank einfach weg. Und man kann halt sagen, wir operieren hier halt mit einigen sehr wenigen händisch generierten, sage ich mal, Goldnuggets, die versteckt wurden unter einem Riesenhaufen Sand, der wertlos ist. Und also wir haben durch diese Auswertung hier unten schon gesehen, also die anderen Städte sind scheinbar wertlos oder nicht interessant und die neuen Datensätze, die noch übrig sind, von denen fallen auch 2/3 weg, sodass halt diese 3 Mordfälle eigentlich übrig bleiben. Wenn ich jetzt unter diesen 99% Datenmüll fertig bin, mir sicher bin, dass ich das aussortiert habe, kann ich an dieser Stelle jetzt
zumindest theoretisch mit so einem Statement sagen, alles, was nicht SQL City ist, kann ich hier weglöschen. Ich führe es jetzt nicht aus, wir haben ja in der Einführung schon gesehen, ich könnte einfach die Seite neu laden und wäre es wieder da. Ich möchte aber diese Daten noch vorhalten, um einfach noch ein bisschen tiefer drin rumzustöbern, um kennenzulernen, was sich der Entwickler dabei gedacht hat, wie er seinen Datenmüll generiert hat. Also deswegen wollen wir natürlich jetzt tiefer in diesen Datenmüll reinschauen, deswegen führe ich es jetzt hier an dieser Stelle nicht aus. Und dann ist natürlich die interessante Frage noch, also diese Crime Scene Reports, die haben halt auch einen Beschreibungstext da drin stecken. Da wollen wir noch mal ein bisschen tiefer gucken, wo kommt denn dieser Text her. Dazu habe ich wieder ein Statement vorbereitet. Wenn wir jetzt also den Murfreesboro-Fall anschauen und die Description sehen, fällt hier auf, das sind Texte, die fangen nicht mit einem Großbuchstaben an. Außerdem springt mich natürlich an, hier ist ein Loch drin. Also es hat jemand einen Crime Scene Report geschrieben, der keine Description hat. Ja, der Datenbanker sagt dann natürlich, da fehlt ein Null Constraint. Aber für uns ist das einfach so ein Hinweis von, offensichtlich sind diese Daten nicht mit so viel Liebe gemacht worden, wie die Einträge, die in SQL City sind. Wenn ich hier SQL City nochmal daneben stelle, also wir fangen hier mit Großbuchstaben an, wir haben keine Löcher da drin. Das heißt, hier ist wahrscheinlich manueller Aufwand reingeflossen, wohingegen die anderen unterstellterweise wahrscheinlich aus einem Generator stammen. Der Datenbanker an sich mag ja keine leeren Einträge. Welchen Nachteil hätte es, wenn man jetzt einen leeren Eintrag hätte? Der leere Eintrag Beim Murfreesboro und Smuggling. Genau, der leere Eintrag führt dazu, dass ich in meinem Code eigentlich eine Nullbehandlung vornehmen muss. Ich muss also an jeder Stelle mich damit auseinandersetzen, könnte dieser Eintrag jetzt an dieser Stelle leer sein, und das nennt man defensives Programmieren. Ich könnte also meinen Code halt darauf vorbereiten, dass er mit diesen Leerwerten umgeht. Die andere Sache ist, das entspricht im Grunde genommen das, was der Java-Programmierer eine Null-Pointer-Exception nennt oder auch in anderen Programmiersprachen. Ich könnte also es bewusst darauf anlegen und sagen, das soll zu einem Fehler führen, damit halt meine Annahme, dass dieser Wert halt gefüllt sein muss, im Code sich widerspiegelt, als ich könnte auf diesem Wert jetzt sagen, gib mir von dem den ersten Buchstaben, und wenn ich 0 bekomme, dann bekomme ich die Null-Pointer-Exception. Ich kann den ersten Buchstaben nicht auslesen. Und das wiederum würde ich halt als nicht defensives Programmieren bezeichnen, weil ich halt sage, okay, ich habe die Erwartungshaltung an meine Daten und die würde ich mit einem Constraint in der Datenbank absichern. Könnte man auch herausfinden, wie viele leere Einträge im Allgemeinen in der Datenbank, vor allem in dieser Datenbank, existieren? Bestimmt ist die Antwort. Genau. Dazu schauen wir hier mit dem nächsten Statement mal sortiert quasi nach Häufigkeit, sehen wir, ungefähr 290 Einträge sind nicht mit einer Description befüllt worden. Da fällt dann schon auf, der Generator, der benutzt wurde, um die Zufallsdaten zu erzeugen, der hat nicht besonders viel Liebe abbekommen. Jetzt mal ein kleiner Test an dich. Woher könnten diese Daten stammen? Nach den 290 kommt eine große Stufe und dann sind wir hier bei 4. Das heißt, der nächsthäufigste referenziert hier ein Kaninchen. Was sehen wir noch? Wir sehen hier einen Namen Alice. Wir sehen nochmal Alice. Ja, da könnte man jetzt schon gewisse Vermutungen äußern. Wenn ich also hingehen müsste und Texte erzeugen müsste, könnte ich mir sagen, man nehme einen fertigen Text, den schon jemand geschrieben hat, den schon jemand veröffentlicht hat. Und wir haben es natürlich auch immer mit Lizenzrechten zu tun. Hier die ganze Seite steht unter der MIT-Lizenz. Also irgendwas, was vielleicht schon ein bisschen älter ist, was schon freigegeben ist. Und dann wäre mein Tipp bei Alice im Wunderland. Also Kaninchen, Alice. Alice, ja. Wir haben da jetzt schon mal vorbereitet. Ich kann jetzt mal einfach so ein
Stückchen Text nehmen und wir haben mal auf dem Projekt Gutenberg den Text von Alice im Wunderland als komplett steht öffentlich im Internet veröffentlicht. Und wenn ich da nach dem kopierten Text suche, Volltreffer. Das ist hier also aus Alice im Wunderland halt ein Zitat. Wir können natürlich jetzt nochmal schauen, unsere Vermutung überprüfen. Wenn ich hier sehe, es sind 156 Einträge, die Alice referenzieren. Also offensichtlich ist ein Gutteil unserer Datenbank aus dem Buch Alice geklaut worden oder kopiert worden. Geklaut ist es ja lizenzrechtlich verfügbar. Nun gut, dann gehen wir einfach das nächste Mal tiefer in den Bau des Kaninchens und finden raus, ist Alice die Mörderin, wenn sie schon so häufig genannt wurde.